Vis-à-vis. Einen schönen guten Tag, Karl Bartos. Hallo Anja, wie geht's, wie steht's? Gut, und selbst? Ja, hier in Berlin ist es immer eine besondere Stimmung. Sie waren ja Mitglied von Kraftwerk von den 70ern bis 1990 und auf dem Album Mensch Maschine, das ja viele von uns, weil es so ikonisch ist, noch vor Augen haben, wo sie alle vier in Rot hintereinander aufgereiht nach rechts gucken, da sind Sie ganz vorne der Erste. Im roten Hemd mit schwarzem Schlips, das war 78 und da waren Sie 25, oder? Ja, so ähnlich. Was haben Sie denn für eine Erinnerung an den damaligen Karl Bartos? Wie war der? Ich hatte diese Liebe zum Spiel, also die kindliche Liebe zum Spiel, die war damals noch eben sehr jung, die ist heute immer noch da, aber schon ein bisschen betagt. Und hat er damals sich vorstellen können, mal eine Weltkarriere zu machen? Nein, das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich im Opernorchester spielen. Ein Jahr vorher, vor Mensch Maschine, hatte ich gerade meine künstlerische Reifeprüfung am Robert-Schumann-Konservatorium gemacht. Mit Summa Cum Laude wollen wir nicht verschweigen, 1976 war das, ne? Mit Auszeichnung. Genau, 76. Und dann habe ich noch ein bisschen länger studiert, aber dann kam eben die Mensch Maschine. Und das hat uns dann alle woanders hingebracht. Sie spielten, glaube ich, Schlagwerk und Perkussion in diesen Orchestern in der Oper am Rhein. Und dann wurden Sie von Ralf und Florian zu Kraftwerk geholt. Und dann trommelten Sie ja plötzlich als Schlagzeuger auf elektronischen Drumpads. So recht, ich sag's mal despektierlich, monoton und minimalistisch. Waren Sie nicht eigentlich überqualifiziert? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Wir haben uns damals getroffen, wir waren alle noch sehr jung. Und die instrumentale Technik stand überhaupt nicht im Vordergrund. Wir sind genau die Generation, die mit der Popmusik der 60er Jahre groß geworden ist, da pubertierten. Und wir hatten diese ganzen Strömungen vor uns liegen. Und ich glaube, das Interessante bei Kraftwerk war, dass wir das erstens miteinander verknüpften alles, die klassischen Richtungen der Musik. Ich brachte die Klassik in die Band hinein und aber auch das Verbinden der Kreativität mehrerer Menschen. Für viele von uns ist ja heutzutage elektronische Musik ganz normal, ne? Synthesizer-Sounds, Techno-House, Electroclash, DJ-Culture. Also elektronische Musik ist überall präsent. Dabei gibt's die ja noch gar nicht so lang und darf ich schon behaupten, dass Leute wie Sie die erfunden haben, so wie wir sie kennen, also diese Pop-Synthi-Elektromusik. Vielleicht können Sie mal für die nachwachsenden Generationen festhalten, wie wichtig Deutschland war mit Bands wie Kraftwerk für diese Musikrichtung. Da kann ich unheimlich wenig zu sagen. Also ich war ja dabei und das fühlt sich nicht so gut an, wenn ich jetzt sage, wie wichtig wir waren. Also ich würde eher sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir in diese Zeit reingerutscht sind. Aber wenn man jetzt bedenkt, vielleicht in 80 oder 100 Jahren schreibt irgendein Schüler in der Schule einen Aufsatz darüber, welche originäre Musik aus Deutschland kommt, dann bleibt vielleicht nur Bach und Kraftwerk übrig. Ich würde eine Antwort darauf geben, ein Satz. Weil in 100 Jahren bin ich ja in der Ewigkeit und in der Ewigkeit gibt es keine Nachwelt. Jetzt kommt ein kleiner Test. Was ist das? Naja, das ist ja völlig klar. Das ist der Anfang dieser Klang oder Bang oder wie man auch immer das in Worte fassen will, in ein Wort fassen will. Der Anfang von A Hard Day's Night. Das hat eine große Bedeutung, weil in diesem Augenblick hat Klang für mich die Bedeutung gewechselt. Also vorher war Klang für mich eine akustische Information. Radio an, Radio aus, Autohupe, Fahrradklingel, also akustische Information. Und von diesem Augenblick an wurde er mit Emotion verbunden. Die Musik ist Ihnen da quasi in die Knochen gefahren und dennoch haben Sie erst mal, als Sie 14 oder 15 waren, eine Lehre als Fernmeldetechniker bei der Post gemacht. Ja, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Und meine Eltern, mein Großvater, der war Lokführer, die hatten eben für mich die Beamtenlaufbahn vorgegeben, aber das änderte sich dann schlagartig mit eben diesem multifunktionalen Akkord. Sie haben den Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari neu vertont und ich wüsste gerne, warum nicht Nosferatu oder Berlin-Symphonie der Großstadt oder Metropolis. Warum gerade den? Ich bin auf den Film gekommen, ich habe mit meinen Musikerfreunden in Düsseldorf, mit Ralf, mit Florian, habe ich den Fritz-Lang-Film Metropolis in Musik übersetzt.
Daraus ist ein Musikstück von 6 Minuten geworden. Und dann wollte ich wissen, was da los war in dieser Zeit. Da ist mir das Buch in die Hände gefallen, Die dämonische Leinwand von Lotte Eisner. Und da bin ich über diesen Satz gefallen, das neue Medium Film, so ähnlich, das ist jetzt nicht wörtlich, aber hat verlinkt oder brachte zusammen die expressionistische Weltanschauung, die Psychoanalyse und die mystische Geisterwelt der Romantik. Bang, das war's. Und dann habe ich diese Bilder gesehen von Dr. Caligari und Cesare, der Typ, der so aussah in den 20er Jahren wie alle Popstars der 60er Jahre, wie alle männlichen Sänger. Die haben nämlich den kopiert. David Bowie und Lou Reed und alle sind Cesare. Und mich hat das so fasziniert, aufgrund erstmal der Optik, aufgrund dieses, weil das der erste Film war, den man als Filmkunstwerk bezeichnete. Also ich erinnere mich noch, der hat so schiefe Bühnen, ne? Und die sind auch so gemalt. Das war alles so wie so ein LSD-Trip, voll psychedelisch. Genau. Und damals hatte ich auch meine ersten LSD-Trips hinter mir. Und die Bücher von Kafka hatte ich da schon gelesen. Und das war tatsächlich so. Da saßen dann Beamte auf Stühlen, die hingen unter der Decke. Und die Treppen waren irrsinnig. Und das war eben Gabriele Münter, die gesagt hat, man muss die Welt aus den Augen eines Kindes sehen. Wir vergessen die Form der Objekte, wir vergessen die Perspektive, wir haben unsere eigenen Farben. Wir nehmen die Welt wahr, ganz subjektiv. Hier in Berlin finden immer so Stummfilmkonzerte statt in der 12-Apostel-Kirche. Da sitzt dann immer Stefan Graf von Bottmer und begleitet am Klavier. So kennt man die ja meistens, ne? Die Stummfilmklassiker mit Klavierbegleitung. Wenn man ihre Musik hört, wird man ja förmlich weggeblasen. Da ist ja ein Riesenorchester dabei, denkt man. Aber das Orchester kommt aus dem Computer? Es kommt aus meinem Kopf. Also ich hatte das Symphonieorchester, aber um den Film zugänglich zu machen, hatte ich die Idee, ich muss die Trennung zwischen Bild und Ton, die der Zeit geschuldet war, aufheben. Also musste ich alle Geräusche, die nicht auf das Celluloid gebracht werden konnten, wieder neu erzeugen. Also jede Person, die dort auf den Jahrmarkt geht, die habe ich wieder hörbar gemacht. Die hatten damals im Weißensee kein Mikrofon, obwohl es die Tonaufnahme schon gab. Alle Menschen hatten damals ja Grammophone. Wurde der in Weißensee gedreht? Ja, man hatte ein riesiges Gewächshaus, weil man das Tageslicht brauchte. Und die Leute haben einen irren Lärm gemacht damals. Also es gibt die Aufzeichnung eines Kollegen von Ihnen, der ist hingefahren zum Drehort und hat gehört, wie alle durcheinander schrien. Es war ein Höllenlärm. Und als ich das las, dachte ich, wenn ich will, dass die Menschen in die erzählte Welt einsteigen, dann muss ich die Welt auch erzählen lassen. Und auf dem Jahrmarkt ist eine Drehorgel. Es gibt nichts mehr Berlin als eine Drehorgel. Die habe ich dann auch erzeugt, so als würde sie in der erzählenden Welt passieren. Und dann die Leute und die sprechen durcheinander, machen Quatsch, da sitzen Äffchen auf der Drehorgel, das hört man plötzlich auch. Und das waren die beiden Punkte. Ich brauchte die Filmmusik, um die Emotionen des Augenblicks zu zeigen, aber ich brauchte auch die Klänge der Straßen, der Fußtritte der Menschen, das Klopfen und alle Geräusche, die in diesem Film vorkamen. Was man an Symphonik hört, ist das jetzt gesampelt oder ist das vom Computer erzeugt? Oder von einem echten Symphonieorchester eingespielt, nach ihrer Partitur? Erstmal habe ich die Musik komponiert am Klavier. Dann habe ich eine Partitur geschrieben und dann habe ich das in eine Computerpartitur überführt, erstmal. Also es ist eine sehr klassische Vorgehensweise. Und das haben wir auch mit den verschiedenen Sprachsamples, mit dem Sounddesign gemacht. Da habe ich mein ganzes Haus aufgenommen. Also vom Dachboden bis zum Keller, an alle Türen geklopft, alle Klinken bewegt. Und also das ist reine Handarbeit. Und der Computer ist ein perfektes Mittel, um Dinge zu administrieren. Wenn ich diese Ausführung jetzt von Ihnen höre, Herr Bartos, glaube ich, ist Ihr Soundtrack zu diesem Stummfilm total ungewöhnlich. Und vielleicht erklärt es auch die Tatsache, dass er sofort in die Charts gegangen ist. Ich habe natürlich ein Tabu gebrochen. Die meisten Menschen denken, dass diese wahnsinnig tollen Filmemacher der Weimarer Republik
aus künstlerischen Gründen Stummfilme gedreht haben. Aber das war ja nicht der Fall. Es war einfach der Zeit geschuldet, eine Trennung von Bild und Ton, weil man diese Tonspur nicht auf das Zelluloid gekriegt hat. Aber es ist einfach so. Die Menschen haben diesen Film halt gespielt, die haben dabei gesprochen, die sind gelaufen, die haben gepfiffen, die haben geweint, die haben Spaß dabei gehabt. Und weil ich denke, dass der Film sehr, sehr wichtig ist für unsere Kultur, und weil es eben das erste multimediale Kunstwerk ist, habe ich diese Trennung rückgängig gemacht. Und meiner Meinung nach unterstärkt dieser Tabubruch die Wirkung des Kunstwerks enorm. Also das Album war im März in den Klassikcharts, war in den Top 10 der deutschen Albumcharts, schon auch überraschend, für Sie vielleicht auch? Ja, seit der Premiere in Frankfurt in der Alten Oper komme ich mir ein wenig vor wie Goethes Zauberlehrling. So, die Wogen des Wassers, die kommen und mit meinem Besen versuche ich da hinterher zu glätten, aber momentan surfe ich eher auf den Wellen. Dann freuen wir uns auf die Konzerte und ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Es macht doch immer wieder Spaß, mit Ihnen zu sprechen, Anja.